Willkommen zurück. So, heute spielen wir The Council weiter und ich stehe in meinem Zimmer. Jetzt muss ich mich erstmal kurz orientieren. Ich weiß noch, dass ich... Genau, ich habe die Geheimbotschaft meiner Mutter entschlüsselt und soll jetzt zum Abendessen runtergehen. Also machen wir das mal. Abendessen. Wir haben ja festgestellt, ich bin erst aufgestanden, aber passt schon. If I get a chance, I may have to take a little tour through the rooms of the other guests. Guter Tipp, das machen wir jetzt auch. Aber ich glaube, ich will meine Konzentrationspunkte eben aufstocken. Das ging ja mit... Genau, Gelee Royal. Jawohl. So, dann gucken wir doch mal. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Hier komme ich nicht rein. Geht das von vorne wieder los? Was haben wir hier? Hier können wir rein. President George Washington. Ah, okay. Let Okay. no one disturb me. I'm busy. Too bad. I'll see him later. Schade. Aber gut, ich habe ihn ja auch einen Korb gegeben vorher. So, was haben wir noch? That's the door to Elizabeth's room. Ja, da haben wir ja... Oh. Hätte ich jetzt nicht For gedacht. God's sakes, what happened in here? Oha. Aha. Bei Elizabeth war, glaube ich, jemand anders. Ich muss mich noch mal kurz orientieren. Ah, Falschtaste. Okay, von ihr habe ich noch gar keinen Eintrag, aber ich habe sie gerade verwechselt mit Emily. Genau, da hatten wir ja das nette Treffen, das nicht so glimpflich ausgegangen ist. Genau, dann gucken wir uns erstmal hier um. My dear Elizabeth, I'm writing to inform you of some unfortunate news. We won't be able to meet as planned on the first Sunday of May. I've been told that you're no better, and, unfortunately, your brothers and I are absolutely snowed under by the work required to govern this new country. Please excuse us. As soon as we can get free, even if it's just for a day, I promise we shall come and see you. Your loving father, John Adams. P.S. Don't hold it against your mother. She still isn't ready. Please don't judge her. I'm sure you'll be able to put all of this behind you one day. Mhm. Interessant. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was mit ihr ist und vor allem, was hier passiert ist. Das ist... Sieht nach einer Beschwörung aus. Satan? Man weiß es nicht. Gucken wir mal hier rein. A chest with a half-circle pattern. Ah, das kann ich sogar knacken. Machen wir das doch. Genau, einfach alles einstecken. An untutored hand copied these notes. Looks like a healing method. Well, that's a pity. The writing is barely legible. Gut, entweder als Wissenschaft analysieren oder mit meinem Okkultismus. Macht keinen Unterschied, also nehme ich einfach Okkultismus. Feet and hands are bound. A piece of cloth in the mouth prevents the tongue from being sectioned. It looks like preparation for an exorcism. Is Elizabeth really possessed? Gut. Jetzt frage ich mich, weil ich die Notizen nochmal analysieren kann, ob das was anderes... Ich mach's einfach. The note suggests binding the feet and hands, then blocking the jaws using a piece of cloth to prevent the tongue from being sectioned. Uff. That looks like a method to control an epileptic fit. I wonder if Elizabeth is the one being treated for that illness.
Ah, das ist cool. Jetzt habe ich die Immunität und eine Schwäche von ihr erkannt. Okay, ich nehme die Notiz jetzt mit. Mal gucken, wenn ich mit ihr ins Gespräch komme, zu was für Entscheidungen das führen kann. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Hier gibt es ein bisschen Loot. Klassiker. Looks like I found a box containing some kind of white crystals. Ja gut, ich untersuche sie erstmal. These are magnesium crystals. A fairly effective remedy for easing anxiety. Ja, dann, nehmen wir doch mal Wow. Let's see what it tastes like. Ugh. I really need to stop tasting everything I find now. Ah, verdammt. Okay, ich habe jetzt den Zustand der Erschöpfung anscheinend erlitten. Du hast gerade eine Immunität festgestellt. Ein Konzentrationspunkt kann nicht mehr verwendet werden. Also mit dem Goldelixier kann ich das heilen. Gut, dann gehen wir mal zurück. Was war das Goldelixier? Jelly Royale? Genau, dann nehmen wir davon eins. Und jetzt kann ich den Punkt auch wieder benutzen. Aber es ist einfach nur zu lustig, alles zu probieren. Ich meine, er macht's ja auch. Er sagt nicht. Nee. Lieber nicht. Das gibt's ja auch in anderen Spielen, deswegen. So, was haben wir hier? 5 Kreiseschlüssel, gut. 30 November, 1791. My dear sister, the cancellation of our reunion hit me like a stab to the heart. Father told me it was for your well-being, but I can't help but blame him. He claims that your condition has worsened and that it could be dangerous for both of us if we met. If only I knew where you were, believe me, I'd be at your side. I haven't received any news from you in a long time. Please write. Your loving sister, Abigail. P.S. I hope you like the enclosed talisman. Ein Talisman. Wo könnte der sein? August 24th, 1792. Elizabeth, I am driven to despair and doubt there is any point in writing to you. I'm not even sure you'll receive my letters. Father controls my correspondence more and more. I am certain he filters our exchanges. Thankfully, one of the chambermaids is able to help me get my letters to you. But they still remain unanswered. I often think about you and pray every day to be able to hold you tight. We have so much time to make up. I beg you, answer me, please. Your loving sister, Abigail. P.S. That horrible woman came again yesterday. She spent a long time speaking with Father. I didn't understand everything because they spoke in French, but I'm sure they were talking about you. So langsam setzen sich ein bisschen die Teile zusammen, was mit ihr los ist, aber es ist immer noch sehr undeutlich. June 11th, 1791. My dear Elizabeth, your last letter gave me much cause for concern. Your words were so cold, as if emotions no longer matter to you. Father maintains that the secondary effects of your treatment still trouble you, but that they will soon subside. Should I believe him? I cling to the belief that we shall soon see each other again, at long last. Write soon. Your loving sister, Abigail. P.S. Don't forget to tell me what present you want. Ich glaube, ich habe die Briefe jetzt in verkehrt rumer Reihenfolge gelesen, aber man kann sich etwas zusammenreimen. Okay, mir ist gerade erst aufgefallen, dass hier irgendwie die Bilder runtergefallen sind. Hier liegt noch eine extra Matratze. Wilde Nacht, würde ich mal sagen. So. Münze. Und ein Karmelitengeist. Wunderbar. Okay, ich glaube,
Dann habe ich alles angeguckt. Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter. Ich stelle noch... Ups. Hängen geblieben. Ich stelle noch kurz ein bisschen Konzentration her. Man weiß nie, was als nächstes kommt. So, ich kam von da. Oder... Moment. Von wo kam ich? Hillsboroughs Zimmer, Bonapartes. Wo ist denn mein Zimmer? Ah ja, hier. Okay. Dann kam ich von... Ja, okay, dann muss ich doch in die Richtung. Verwirrung. So. Bevor ich runtergehe... Gucke ich mich hier noch rum? Ich meine, ich habe das ja alles schon in der letzten Folge gemacht. Aber wenn er jetzt sagt, das ist besser, dann... Okay, hier komme ich nicht rein. Da geht's hoch. Ah, hier liegt was. A devil's thorn, to be used to uncover the best disguised traits. Ja, das könnte uns noch nützlich werden. Ich darf nur nicht vergessen, es einzusetzen. Da geht's runter nochmal. So, wie sieht's hier aus? Der ist auch zu. That must be the door to the room of the soldier I saw in my vision. Ah, genau. Ich kann das Schloss knacken und es kostet mich nichts. Also machen wir das doch. Okay. Alle Zimmer sehen sich sehr ähnlich. Da kann man was mitnehmen. Ich nehme alles mit. The Prince by Machiavelli. A perfect read for anyone with a surfeit of ambition. That might come in handy. Okay, jetzt habe ich von Napoleon eine Immunität erkannt. Es lohnt sich immer, etwas genauer zu gucken. So, jetzt müsst ihr mit mir wieder die Bilder anschauen. Hannibal crossing the Alps. Another military success. Why do I get nothing but visions of horror in my room? And he gets victory after victory? Ja, frag dich das mal. Hier ist nichts weiter. Das kann ich nicht angucken. Ah, sein Hut liegt ja auf der Couch. A bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. Ja, wir wissen ja schon, in welchem Zimmer wir sind, also ist das nicht sehr überraschend. So, hier gibt's ein Schwert, ein Rapier, würde ich sagen. It's a beautiful weapon. Lovely damask blade. It's marked with the initials of the manufacturer in Versailles. Schön. Ich sammle Immunitäten. My dearest son, I'm writing to implore you to act quickly. The situation is rapidly worsening here. Paoli continues to steer our motherland, Corsica, toward open warfare between France and England. His men are everywhere. We are obliged to go into hiding and are unable to remain in the same place for more than 2 days. I wouldn't be surprised if they targeted us soon. Make haste, my son. You hold our destiny in your hands. Your loving mother, Maria Letizia Bonaparte. Hat er von Mutti ein Briefchen gekriegt? So, was haben wir hier noch? Das sieht nach einer Kommode aus. Ach, schade. Ich habe Aufmerksamkeit noch nicht. Das hatten wir ja auch schon an einer anderen Stelle. So, hier haben wir noch ein Bild. The Battle of Alexander at Issus, or how Alexander the Great triumphed over King Darius. Yet another one with delusions of grandeur. Definitiv. Okay. Hier liegt was. Pound. Ein Pfundstück. Gelee Royal. Oh ne, Bernstein. Stimmt. Da
Ach, es ist schon so lange her. Also ich wirke vielleicht immer etwas überrascht, aber wenn man das am Stück jetzt guckt oder auch spielt, sieht es natürlich anders aus. Aber ja, damit kann ich meine Konzentration steigern und das habe ich gerade geschafft. Amber Wundervoll. crystals. So, noch ein French Bild. actor Talma is Nero in Britannicus, the last emperor of the Caesar dynasty. Interessant. Hier ist nichts weiter. Noch was zu mitnehmen. Vercingetorix throws down his arms at the feet of Julius Caesar by Royer, two great army chiefs. Das sind wirklich einfach nur Porträts sage ich, Gemälde von Kriegsszenen während im eigenen Zimmer. Ja, gut, lassen wir das. My dear Napoleon, as previously agreed, I would like to ask you to join us in January on my island to participate in the High Society meeting organized for the occasion. We shall be able to continue our discussion about our project for a new order for France. I have a proposition to make to you concerning your wish to put a strong leader at the head of France. I trust you to be discreet as to your coming. See you soon. Lord William Mortimer. Das ist sehr interessant mit der starken Führung Frankreichs, weil Napoleon das ja dann später innehat, die Führung. Gut. Ich glaube, hier ist tatsächlich sonst nicht viel Spannendes. Außer, dass ich in diesen Kasten nicht gucken konnte. Hier noch? Ah, hier liegt noch eine Münze. Und ja, da komme ich nicht durch, okay. Dann gehen wir wieder raus. So. Ich höre es fegen. Might be better to take a different stairway. Ah, okay. Und hier ist zu. Jetzt müsste ich ja gleich eigentlich einmal drumherum gelaufen sein. Huh, that's me. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt zurück und gehen nach unten und gucken mal, wie die Story progressed. Hier komme ich jedenfalls nicht runter, aber es wird schon seine Richtigkeit haben. So, nehmen wir diese Treppe. Excuse me, Monsieur de Richet. I really need to talk to you. Hello. You're Elizabeth Adams, aren't you? Yes, I regret that we haven't been properly introduced. Ich frage nach ihrer Gesundheit. Do you often fall ill like that? Yes, sometimes. But don't worry, I guess I'm kind of a frail flower. Maybe you were feeling hungry. No, it was nothing to do with being hungry. Oh well. Fatigue, probably. I've been feeling more and more exhausted lately. Well, get some rest then, Elizabeth. Take advantage of the sea air and you'll soon get your strength back. Do you really want to know what made me ill? Last night, I found out that your mother was on the island. What are you doing here? Thema wechseln, fragen oder zugeben? Ich frage, warum sie das interessiert. Excuse me, but speaking frankly, why would you care? I know your mother very well. Ah, schade, das geht nicht. Okay. Really? Yes, I have been in your mother's care ever since I was born. She nursed you. Oh, I wouldn't say nursed. No. I remember her stare, cold as ice. Her sadistic hands pressing over my mouth to silence me while I screamed in pain. I remember her knees, too. She held me down with them while she cut and burned scars into me. Hold on a minute.
What do you mean? You can ask her when you see her. Huh, she's getting more and more agitated. Look, I've got to go. Wait. I need to know more about you and my mother. Why did she put you through all of that? Oh. There must be some reason for what she did. What's the point of rubbing salt in the wounds? Ich kann nichts davon machen. Schade. Dann nehmen wir, um die Wahrheit I herauszufinden. want to find out what really happened. No, you really don't want to know what your mother did when I shed my first blood at puberty. On the contrary, you can tell me anything. Let me be my own judge. No. I know your little game. You're no different from the rest of them. You couldn't give a damn about me. The only thing you're interested in is finding out about your mother. Don't say that. Not everyone wants to use you. Some people care about you, don't they? Ihre Mutter, Vater, ihre Schwester. Wir haben jetzt ja Informationen über die Schwester gekriegt, deswegen erwähne ich sie. Haven't you got a sister? Yes, I'm sure she loves you with all her heart. she's the only one who cares about me. I would have put an end to it all by now if it weren't for her. Jawohl. Since you insist, I'll tell you how I met your mother. Thanks for trusting me. You see, before I was born, my mother often suffered from hallucinations and fits of anger. Soon people could barely recognize her. She became a completely different person. So my father spent an enormous amount of money paying for the best doctors, but none of them were able to cure her. The last resort was to call a priest. So, is that what your father did? No. He went to an expert in the occult. Ah, my mother. Her reputation already extended beyond our borders. My mother's fits stopped at my birth, and Louis de Richet concluded that the evil had passed into me. Not only did it encourage her to stay, but she took the opportunity to advise my father to separate me from the rest of my family. That's how I was declared stillborn. My fate was decided that very day. It would coincide with my mother's frequent trips to America. I had my first fit when I was 3. That's when your mother began her experiments to rid me of the evil inside. I understand how you feel, but I know my mother. I'm sure she had her reasons, even if it seems difficult to believe. Everything she put me through was all for nothing. My whole life was ruined for nothing. So what brings you here then? My father used to know Sir Holm. He offered to introduce me to the world's leading authority in the occult. Lord Mortimer. He was my last hope. Until I found out he had also invited your mother. It's got to be a coincidence. I don't believe for a second she's coming for you. You can't change my mind about this, Louis. My days are numbered, and I know it. Sehr interessant. Ich bin gespannt, in welche Richtung sich das noch entwickelt. Alleine schon, weil... Ja, weil man viel über die Mutter auf einmal erfährt. Und das ist alles nicht so nice, würde ich mal sagen. Aber... lassen wir uns überraschen. Sprechen wir mal mit dem Kollegen. What can I do for you, sir? I am at your service, day and night, sir. So, über den Gastgeber, über die Gäste, das Anwesen oder ich brauche Hilfe. Fragen wir mal über den Gastgeber. I would like to speak about your master, Lord Mortimer. Do please excuse me, sir, but I shall make no comment about my master. Aber ja, klar. Is there anything else that sir would like to know? Dann über die Gäste. What can you tell me about the guests? Do excuse me, sir, but I am bound by discretion to say nothing about Lord Mortimer's guests, sir. Perhaps sir would like to know something else?
Gut, dass er mich fragt, ob ich irgendetwas wissen will, aber alles, was ich interessant finde, darauf kriege ich keine Antwort. Natürlich. Kennen wir ja, ne? So, dann... Oh, das ist, viel übers Anwesen. Dann fragen wir mal über das Erdgeschoss. Yes. Can you briefly describe the ground floor, please? Very well, sir. On the ground Spielt. floor, there are mainly living rooms. Sir finds himself at present in the Grand Hall. From the Grand Hall, Sir can access, on one side, the small salon, where the guests like to relax with a good book. From there, Sir can access the conference room, which is closed at present for preparations. That is where Lord Mortimer likes to gather all of his guests for talks. From the other side of the Grand Hall, Sir may access the dining room. That is where Sir's meals will be served. From the dining room, Sir may benefit from an exceptional view overlooking the island. It is also the best way to access the portrait gallery, where a large part of Lord Mortimer's works are exhibited. And in the gallery, Sir will also find access to the garden. But Sir may be reassured the building is accessible on both sides, so that it surrounds the garden in question. So, Sir should not find cause to worry. No one has ever gotten lost. Except for my mother. Genau Has Sir das. another question? Erstes Obergeschoss frage ich jetzt nicht, weil das sind ja einfach nur die Räume. Aber zweites Obergeschoss, da konnte ich bisher noch nicht hin. Yes. What can I find on the second floor? That floor is strictly reserved for Lord Mortimer, sir. In the west wing, on the second floor, are his private chambers. In the east wing are the rooms reserved for Lord Mortimer's personal guests. At the moment, these rooms are reserved for Sir Holmes, sir. But only authorized guests may access that area. Does Sir have any more questions? Naja, vielleicht kann ich mich ja einfach mal so autorisieren, dahin zu gehen. Okay, jetzt gehen wir erstmal zurück. Fragen wir mal nach Hilfe. As I was unable to bring my personal effects with me, I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? Ah, wie praktisch. Da kann ich mir Sachen bringen lassen. Aber was passiert, wenn ich Buch auswähle? What's that book you're hiding in your jacket? The Sorrows of Young Werther by Goethe, sir. And I am not hiding it. Hand it to me, please. It is damaged, sir. I would never dare lend Sir a book in such a pitiful state, sir. I took it to restore. Gut. Ich kann hier 3 Konzentrationspunkte für Überzeugung nutzen oder einfach Manipulation. Ich bin mal nett zu ihm. Indeed, this masterpiece must not become more damaged. Let me have it and I'll take care of it personally. I love antiquarian books. It bothers me somewhat. It isn't Sir's job to take care of it, really. No, but I would love to. You'll be doing me a favor by letting me have it. In that case, sir, I shall leave it in your care with pleasure. May I do anything else for Sir? Ich dachte ja jetzt, er hat da so ein kleines Buch in der Brusttasche und dann kommt da so ein Riesending raus. Aber fragen wir mal, ob wir uns auch einen Bernstein besorgen können. My good fellow, would you have any amber available? I would, but unfortunately, I don't think I am authorized to give it out, sir. Schade. I believe it is a precious stone. Tja, da kann ich gerade nichts mit tun. Okay. Aber dann weiß ich Bescheid, was ich machen könnte, wenn ich das mal möchte. So. Ansonsten loote ich mich hier sowieso durchs Anwesen, also von daher ist das nicht ganz so tragisch. Gucken wir mal, was wir hier noch finden. Hier steht auch noch was. Ja. Ach schön, da kann ich mich hinsetzen, die Aussicht genießen. Ist das Zeus? Ich glaube, das ist Zeus. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist Zeus. Aber okay, genug geguckt. Gucken wir direkt mal weiter.
Hier ist nichts. Hier ist auch nichts weiter. Da geht's wieder hoch. Okay, muss ich rausgehen? Oder nein, tatsächlich nicht. Da kann ich was Lord angucken. Mortimer certainly has a taste for staging rooms. Ah, was ist das denn? Kann ich leider nicht richtig erkennen, aber gut. Nehmen wir jetzt mal so hin. Ah, ich denke, ich muss dann durch die Tür. Jo. Jetzt gibt's Essen. Dear friends, I bid you welcome. I hope the night was not too short. Your Eminence, Duchess, Monsieur de Richet, allow me to introduce our new guests. They arrived during the night. Johann Christoph von Wollner, Minister of Religious Affairs and close aide of Frederick William II, King of Prussia. Napoleon Bonaparte, Lieutenant of the French Revolutionary Army. And Jacques Peroux, French Revolutionary Tribunal Judge. Unfortunately, my friends, Lord Mortimer will not be joining us this morning, but he should be with us later. So, let us begin. What is Mortimer playing at? He tells me to come urgently and he sends no one to meet me? Thank you again for the wine, Your Eminence. It is served every day at the Schade. King's table. I am delighted to hear it. Volner and Piaggi seem to be getting along well. Please. Ah, schnell mal angucken. Surprising when you know Volner prohibited religious practices in Prussia. Renowned member of the Rose Croix Order, former Freemason, and great lover of alchemy. And look at Piaggi fawning over him. I really do have a problem digesting political protocol. My dear Johann, how are you? Glad to make landfall at last. And yourself? Very well. And your husband? He's poorly. The French Revolution gives him terrible headaches. Oh, I understand. I shall feel better too, as soon as the situation is settled. If by chance the French crisis is emulated in Berlin, there will always be a refuge for you in London, my dear. Your offer does you honor, Emily. But London is much closer to Paris than Berlin. Beware. The French are capable of sailing up the Thames straight to the Houses of Parliament. Oh, my friend, I am shaking in my clogs. Oh, dear. Yes. Is the wine to your liking? Very much so, Sir Gregory. Such complexity. Typically French. A Sauterne, isn't it? Absolutely. If I'm not mistaken, this is not Lord Mortimer's favorite wine. It is yours. In his absence, I have taken the liberty of making a slight deviation from the rule, but I count on your discretion. Don't worry, I appreciate the same grape varieties as you. I remember the last time we tasted that nectar here at this table. The finest minds of the century were present. And the last time we drank it, the orphanage in Bloomsbury was still in ruins. Would you repeat that? Oh, well, I put some small effort into the works. The orphanage reopened just before Christmas. The bedrooms, washrooms, and the classrooms had all been refurbished. I don't know what to say. You have given the girls a wonderful Christmas gift. Thank you. I made a promise. Now it is done. Oh, dear. Ich kann Is irgendwo everything all mitreden. right? Yes, thank you. I had a moment of absence, but here I am again. Gut, Washington fragen, Emily fragen. Ich rede einfach direkt mit ihm. My lord, I only know the prestige of your name. Might I have the honor of getting to know you a little better? You are Monsieur Louis de Richet. de Richet. De Richet. A name with a nobiliary particle. Are you descended from a noble line?
Ablenken. The presence of a particle does not necessarily mean a person belongs to the nobility, nor does it prevent the observance of the rules of etiquette, Monsieur von Wöhner. Who does not know of her, sir? Have you any information on this Napoleon? Please, go ahead. What do you want to know? Ja, gut. Ich glaube, ich teile meine Informationen mit ihm. Mortimer is arranged to keep his family out of the harmful reach of Corsican monarchists. Interesting. And that's not all. Mortimer and my mother have apparently agreed to deliver cannons to this Bonaparte. What? Since when does the Order finance wars? Are you sure? Unfortunately, yes. And the fact you didn't know my mother made this agreement makes it even stranger. Thank you, Louis. At least you have taught me something. Monsieur de Richet, it would seem we have common interests. Could we speak in private, please? That's right. See, I can do Man weiß nie, zu wem man stehen soll. Ist echt interessant. Lord Mortimer and the Golden Order, through your mother, have concluded a financial agreement. Stay composed, Louis. I'm listening. An agreement for cannons. Lord Mortimer assured me that you are to take over the project on behalf of your mother. You must know Okay. that I am deeply sorry about their disappearance, but I must validate the deal urgently if I want to be able to organize things properly. I haven't seen Lord Mortimer yet. I'm afraid I'll be unable to answer your questions. He assured me that you could replace your mother during her absence. I appreciate his confidence, but still, this is a bit hasty. But please continue. Of course, but I need to know if I can count you among my allies. Oh, jetzt wird's Well, of spannend. course. And for that, I have a little question for you. The agreement stipulates an aid of 50,000 louis d'or for 200 cannon. Ich stelle mal kurz Konzentration her. Ah, ich habe das ja nicht. Nein. Surely such an amount will buy twice as many cannons. Don't try to pull a fast one on me. We're both young, but we are not naive. Please don't be offended. I just wanted to make sure you knew what you were talking about. And I am reassured. I have one last question I would like to pose to you. We don't know each other yet, you and I. And I need to make sure that we both share the same vision for the future of France. Given the hard times that have befallen our beautiful country, what do you think it would take to restore its luster? Puh. Konterrevolution, Wiedereinführung Monarchie, soll frei wählen dürfen. Ich nehme neue Führung. I think what France is lacking today is a truly strong leader ready to govern her. Someone who will restore her luster, who will propel her forward so once again she becomes a proud nation respected by all. A man capable of both rebuilding the country from the inside and, at the same time, developing exterior relations. Someone with a vision, I think. The right person still remains to be found. You're right, my friend. I hear your words and I agree. Natürlich tust du Monsieur das. de Richet, I am reassured. I am very happy to have met you. Lord Mortimer was right to put his trust in you. I hope to work with you in the very near future. I would like to thank you for your support by offering you this humble little gift. Reflections on the Revolution in France. Monsieur Bonaparte, I thank you for this gesture, and please know that I, too, am delighted to have met you. Sehr gut. Die nächste Konfrontation geschafft. My friends, I would like to say a few words, please. I would like to thank Lord Mortimer, and you, Sir Holm, for bringing us all together here. Those of us for whom it is not the first time here, like me, are all trembling in sweet anticipation of the arrival of our host. For the rest, I would like to reassure you that Lord Mortimer always has a few surprising projects to propose. But I can assure you that each and every one of us
has always benefited from them. The last time I came to this place, Lord Mortimer offered to help me in my electoral campaign for the presidency of the United States. And it is eminently clear that his support was an invaluable aid to us. We are here among like-minded people. So let us put aside the conflicts in which some of our nations find themselves at present. So I raise my glass in honor of you all, my new and old friends. I trust you shall not be disappointed, Mr. Washington. Right, we shall meet again tomorrow. All the guests will be present, as well as Lord Mortimer, I hope. Until then, I trust you will find plenty to keep you amused. Gut. Kapitel 3 abgeschlossen. Weine und Kanonen. So, erfolgreich haben wir die Nachricht der Mutter gefunden. Dann mit Elizabeth über die Mutter gesprochen. Die Gäste. Okay, es ist Diner. Aber wir haben ja gerade gesehen, dass es ein üppiges Frühstück war, tatsächlich. Dann das mit Napoleon hat auch gerade geklappt. Dann haben wir die Zimmer durchsucht. Ja, sehr schön. Keine alternativen Wege. Aber ich habe einen Teil beschmutzt. Ja gut, das Buch war jetzt mit der Asche, war nicht so eine gute Entscheidung, aber momentan geht es ja richtig gut weiter. Gut, dann schauen wir mal, was jetzt noch so auf uns zukommt. 4 Punkte zu vergeben. Gut. Ich habe gemerkt, dass mir einiges fehlt. Das hier. Okay. Logik, Aufmerksamkeit, Befragung, Gewandtheit, Psychologie. Überzeugung haben wir schon eine Stufe. Etikette. Das hätte ich jetzt echt gebrauchen können. Aber gut. Dann Politik. Ablenkung habe ich schon eine Stufe. Und Sprachen. Okay. Ich werde jetzt Etikette hochziehen und man weiß nie so genau, was man machen soll, weil einfach... okay, hier brauche ich 3 Punkte für. Weil man einfach nie weiß, was kommt. Dann nehmen wir... Wissenschaft, dann habe ich den Punkt auch voll. Super, dann gehen wir jetzt weiter. All right, let's recap. Before dinner, I was going to investigate my mother's message. I've got to find the place where all eyes size you up. Genau, ich kann ja noch ein Buch lesen. Notizen kann ich nicht lesen, da fehlen mir noch Teile von. Davon auch. Gut. 1 Punkt in Okkultismus. Eine in Manipulation. Politik. Psychologie. Dann nehmen wir Politik. Und los geht's. Okay, den Ort finden, wo uns alle Augen mustern. Gehen wir mal kurz in die Notizen. Das ist die Frage, wo das war. Das Taschentuch. Das sind nur die Bücher. Gucken wir mal hier. Da steht so grob gesehen nichts Interessantes. Gut, dann... Ach, wir finden es einfach raus. Kriegen wir schon hin. Bin da ganz optimistisch. Gehen wir uns mal hier um. Der Piatti ist noch da. Ist hier noch was?
Erstmal umgucken. Kennt man von mir jetzt ja schon. Na klar, knacken wir das schon. Amber crystals. Jawohl. Sehr, sehr nützlich. Schlüssel mit einem okkulten Erdsymbol. Gut. Die Schlösser dazu finden wir sicherlich auch noch. Dann sprechen wir mal mit ihm. Well, Your Eminence, do you still have any room left? Ah, my son, this sin of gluttony is the most difficult of all in my eyes. Nevertheless, what a charming moment we have had together. I'm delighted I was able to talk to Mr. von Wollner. We hadn't spoken to each other for an eternity. Yes. I noticed that Your Eminence knew a fair number of people at the table. The benefit of age, my son. This isn't my first invitation to Lord Mortimer's. You will see, it's the perfect place to make new friends. Indeed, I noticed that you and Mr. Bonaparte had already begun. Ah, I adapt quickly to local customs. It's what I was taught. Oder auch einfach nur Glück. And you are right to do so, my son. But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? Alas, still nothing, Your Eminence. But I still haven't been able to meet Lord Mortimer. Do not worry. It is typical of him. What can I say? Lord Mortimer is a very busy man. I should think you are beginning to worry. Ja. Well, I must admit, Your Eminence, indeed it does worry me. I understand, Louis. But continue to have faith in Sarah. You'll see, I'm sure, that in a few days we'll all be laughing together. That's all I hope for, Your Eminence. But while I have you with me, I have a question for you. Go ahead, Louis. What can I do for you? Gut, du weißt mehr als ich. Wo dich alle Augen mustern, suche nach Medusa. Das ist natürlich sinnvoll so zu fragen. Ich probiere das mal. As I haven't visited all the manor yet, I wondered if you hadn't seen a Medusa by any chance. I beg your pardon? Yes, la Gorgogne, the Medusa from Greek mythology. Would you have seen one in any shape or form? Not at all, my son. I'm not sure what you're getting at, but unfortunately, I'm not going to be of any use to you. Thank you anyway, Your Eminence. I won't take up any more of your time. On that last word, then I shall leave you to fight your demons. See you later, Your Eminence. See you later, my son. Dafür, dass er so einen großen Appetit hat, ist er aber relativ schlank. So. Dann gucken wir mal, wobei ich bin... hier geht's ja woanders rein. Also ich gucke mich jetzt erstmal kurz um, dann nehme ich mal die andere Tür, wenn das geht. Ah, hier kann ich noch die Bilder ansehen. Romney painted Lady Hamilton as Circe. Okay. Keine Medusa. Die Schmetterlinge überall finde ich so interessant. Circe preparing wine. What better trap for Ulysses? Okay, hier ist noch ein Buch. Discourse on the Method by Descartes. This book changed the way I looked at the world. Oh, ist wieder was zum Lesen, sehr schön. The Conversion of Ulysses by Gours. Circe changing Ulysses' companions into swines. Okay. Kunst ist schon abgefahren. Okay, haben wir hier noch was? Ja, hier ist noch ein Bild. Ups. Circe turning Ulysses' companions back into humans. Okay, erst zu Schwein und dann wieder zurück, alles klar. Was haben wir hier? Ulysses and Circe at the table. If I were you, Ulysses, I wouldn't drink the wine. Nee, wirklich nicht. Aber, tja, was will man machen? Kommt man hier raus? Nein. Okay. Hier ist noch ein großes This Gemälde. painting has caused some debate. Who did Dosi paint? Alcina the fairy or Circe the magician? Wir werden es nie erfahren. A swine in a salon? That's an odd choice of decor. Ich meine, ist nicht
so abwegig. Hier gibt es ja auch Essen. Und ich schätze mal, dass sie auch Schwein essen. Aber nur so eine Vermutung. Hier kann ich wieder die View betrachten. Machen wir auch mal kurz. Aber runterfallen will ich da nicht, ne? Also, dass da kein Gelände ist, ist schon ein bisschen grenzwertig. Okay. Hier gibt es also nichts weiter. Oh, doch hier. Ah, hier noch was zu mitnehmen. Und hier. The lock is surrounded by a triple circle. 3 Kreise. So einen Schlüssel habe ich leider nicht. Aber ich kann es ja wie gehabt knacken. Ich wusste, dass mir Schlossknacken sehr nützlich sein würde. I have no space left. I'll retrieve it later. Nein. Wieso hab ich... Warum? Wieso bin ich voll? Kann ich nur 5 tragen? Okay. Dann nehme ich mal das. All right. I've retrieved everything. Puh. Seriously. Okay. Nochmal das Schwein. Dann haben wir hier Stillleben. Dining on ham. Well, that's very appetizing. Okay. Jetzt auch gerade. Ja, da liegt was. A Byzant from the Byzantine Empire. A coin often used during the St. Louis era. Gut, dann... Ah, ich kann hier durch. Perfekt. Wow. Das nenne ich mal eine Bibliothek. Ui. Hier kann ich was angucken. Atrus, the Miller brothers. Mother expressly forbade me from reading it. Du bist doch schon erwachsen. Lies doch, was du willst. Ah, okay, schade. Aber, meine Konzentration ist auch voll, deswegen bringt das gerade nichts. Hier liegt auch noch was. A few pages out of an old encyclopedia. Ah, perfekt. Dann habe ich hier langsam... Genau, dann fehlt nur noch eine Seite und dann habe ich das Manuskript voll. A ruble. Noch ein Geldstück, schön. Und hier geht's weiter. Ah, das letzte Abendmahl. Where all eyes size you up. Chances are, that's the room my mother spoke of. And she also spoke of a Medusa. Should I go and try to find the creature now? Da bin ich ja den richtigen Weg gegangen. Gut. Bilder angucken. Allegory regarding the decoration of the rights of men. That's the least you could say. Okay, was haben wir hier? Liberty or Death by Regnault. Well, I'll take liberty, please. Ah, wir But nicht. I do understand his choice, even though it seems radical. Ah, a painting by Ingres. Molière dining with Louis XIV. The king's posture is surprising. It's almost as if he's addressing someone in the assembly. Ich frage mich ja tatsächlich, ob es wirklich eine Medusa ist, die ich suche, aber das werden wir dann sehen. Celia. That name means nothing to me. Ja, bei mir auch nicht. Hier ist nichts weiter. Da. Ah, setzen wir uns mal hin. Vielleicht kriegen wir ja den Überblick.
Ja, also aus dem Winkel eher nicht. Ist dann doch eher Zeitverschwendung. Hier glänzt es. Sehr schön. Ich nehme alle Münzen mit. So. Christ Crucified by Velasquez. Look, someone's left a note there. Reserved for the Duke of Alquidia. Das wurde wohl verkauft. Noch ein Karmelitengehalt. The Last Supper by Leonardo da Vinci. Man The kennt last es. day before his crucifixion, Jesus announces that he will be betrayed by one of his disciples. Mhm. Und wir wissen ja, wer das war. So. Was haben wir hier noch? The Song of Roland. Roland feeleth his death is near, his brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable that he can feel anything. Ja, ui. Ah, François Ier, Receiving the Holy Family, a painting by Raphael. Schön. Amber. Amber. Da freut er sich. So, The hier. Fall of Phaeton, another painting by Rubens. Poor Phaeton, struck by lightning for borrowing his father's chariot and losing control of it. Moral, don't steal Dad's chariot. Leg dich nicht mit deinem Vater an. Okay. Hier ist noch ein Bild. A meeting between Louis XIV and Philippe V. I wonder why Mortimer's particularly fond of this painting. Das kann man sich bei vielen Bildern fragen, die ihr hier hat. Also. Oh, Amber. Amber Crystals. Jawohl. The Company by Rembrandt. Okay, dazu gibt's nichts mehr zu sagen. Alles klar. Dann hier geht's nicht raus, weil ich soll ja auch in diesem Raum die Medusa finden. Schauen wir uns mal weiter um. So. Gut. Mehr Bilder. Oh, das kann ich nicht so angucken. Ordnung. Eine Statue. Oh, Statuette ist ja kleiner. A painting with no name. Das könnte doch unser Mortimer sein. So vom Bart her zu urteilen. Das kann man anklicken. Ich habe das Gefühl, damit ist irgendwas. Ich gucke erstmal noch hier die Schatulle an. Natürlich Schloss. Devil's Thorn. I'll keep it. Ja gut, kann ich nicht mitnehmen, bin schon voll. Ich glaube, ich habe jetzt, ja, mein Inventar ist komplett voll mit allen Items. Aber gut, ich habe ja auch nicht so viele Taschen, ne? Was haben wir hier noch? Ist nichts weiter. Okay. Dann klicke ich doch mal die kleine Statue an. Ah, das ist ja die Medusa. Tja, nicht gesehen und doch direkt wiedererkannt. I've got to find out what Mother was trying to do with her. The Medusa. A hero armed with a sword? A hero with a lantern? And the last one holding a shield. I'll stake my life on it. All the statues form a single scene together. The poor devils are about to face the beast. Let's give them a helping hand. Ich finde es sehr bedenklich, dass die nur einen Helm aufhaben und sonst keine Rüstung und gegen Medusa kämpfen. Also, good luck, I guess. So, hier. The Origin of Myths, a reinterpretation of legendary creatures. Just what I need. The text is in French on the left-hand page and in Latin on the right hand. Let's find the chapter on the Medusa. Da ich Französisch kann, ist das nicht schlecht, aber Latein kann ich leider nicht. Hätte ich mal Sprache gelernt. Schade. Hang on. This version is significantly different from the regular one. It recounts how men have always belittled women in society.
Harpies, mermaids, the chimera, the hydra, the gorgons. The section on the Medusa. While some of the heroes divert attention from the Gorgon, the hero with the sword brandishes his weapon at the Medusa. Okay, während mancher Held seinen Blick abwendet, richtet der Held mit dem Schwert seine Waffe gegen sie. Gut, das merken wir uns jetzt mal eben. Wir haben ja hier einen mit einem Schild, der mit der Laterne und der mit dem Schwert. Okay, der... Ach, Mensch. Gut, aber wir finden das auch so raus. Wir drehen die Statue jetzt mal zu Medusa, weil in dem Buch steht ja, dass er sein Schwert ihr gegenüber entgegenstreckt. Kann ich sie auch drehen? Oh, ich kann hier sogar noch was auswählen. Dann machen wir das In doch Greek mal. mythology, anyone who looked into the eyes of the Medusa turned to stone. So the monster's statue must be turned towards someone who can protect their eyes. It can only be the hero holding the shield. Das ergibt Sinn. Also drehen wir mal zum Helden mit dem Schild. Gut, der mit dem Schild guckt ja schon in die Richtung. Und jetzt der mit der Laterne ist natürlich eine gute Frage. Gucken wir mal an. Okay, ich kann den Wert der Laterne beurteilen oder über die Konstellation noch denken. Das kostet mich nichts, deswegen mache ich das erstmal. Now, Louis, it's time to keep a logical mind, as every good scientist should. The aim is to defeat the Medusa, so what can the lantern be for? To light up the Medusa? Hardly likely. The hero holding the lantern will be easy prey, and the shield will be of no use. To light up the sword? No, that makes no sense. So that leaves the shield. I wonder if the aim is to play with the light. If I turn the shield right, the light would be reflected. The ray of light will perturb the Medusa and focus her attention on the best protected hero. Pretty smart. But it also means I have to make sure I get the shield position just right. Ja, das kriegen wir hin. Wir drehen jetzt die Statue zum Helden mit dem Schild. If I respect the legend, I have to place the hero holding the shield in front of the Medusa. Except for here, it doesn't work. There must be something else. Ja, da wir das jetzt quasi rausgefunden haben, könnten das sogar noch analysieren, aber ich drehe einfach mal direkt zum Helden der Laterne. It looks right, but nothing's happening. Maybe, in this position, the hero with the shield is just dazzling his colleague. Das ist ein guter Einwand. Dann gucken wir sie doch mal genauer an. Untersuchen wir den Mechanismus. The mechanism is worn here. Whenever the shield is not turned toward the sword, the machinery freezes up. The statue must have been in this position most of the time, betrayed by the marks of time. So that makes it easy. The shield must face the sword. It looks right, but nothing's happening. Das ist eine gute Maybe, Schlussfolgerung. in this position, the hero with the shield is just dazzling his colleague. Drehen wir ihn zum Schwert. Ja, es macht Klick. Es macht ganz schön oft Klick. Whoa. Ein Geheimgang. Interessant. Rah! Whoa. For Pete's sake, Emily! You scared the pants off me. Don't ever do that again. Well, keep your nose out of my business then. I don't know what you're talking about. First my room, now here. Stop following me, you're becoming a nuisance. Wait a minute. Are you...
You're not implying that I'm here to court you, are you? Oh, Louis, I'm just stating the obvious. You wouldn't be the first, rest assured. Yeah, this is embarrassing. The worst thing is it seems to be working. Stop fooling around and tell me what you're doing here. Deiner Frage antworten, ehrlich antworten oder mit Humor ausweichen? Weich mir doch einfach mit Humor aus. I was feeling a bit peckish. I went in search of the kitchen and I ended up here. Your sense of direction is mind-boggling, isn't it? Well, no matter. I'll tolerate your presence this one time. Now, since you're here, make yourself useful. Look around on your side. I'll do the same on mine. And if you find anything of interest, let me know. Oh, yeah. In your dreams. At your service, madam. Gut. Da ich das Medusa-Rätsel jetzt ja gelöst habe und als nächstes anscheinend wieder eine große Suche vonstatten geht, werde ich hier erstmal wieder aufhören. Haben wir auch jetzt gut eine Stunde wieder drin und ich denke aber, es geht bald weiter, weil es ist ja auch gerade sehr interessant geworden. Auf der Suche nach Louis' Mutter und was hat der Orden damit zu tun? Was haben alle damit zu tun? Und wieso ist Emily auf einmal schon wieder so nett zu mir? Aber gut. Diesmal habe ich nicht so viele schlechte Entscheidungen getroffen. Hoffen wir, das bleibt dabei. Okay, dann sehe ich euch beim nächsten Mal. Ciao!